Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich mal wieder was richtig Cooles für euch, und zwar einen kleinen RC Paraglider von Razordon. Natürlich auch wieder RTF mit allem dabei, was zum Fliegen benötigt wird. Und dieses Mal auch ganz ohne Schnörkel, wie zum Beispiel Höhensensoren oder GPS. Ob das Ding was taugt oder ob man sich aus dem Schirm lieber einen Regenhut näht, seht ihr in diesem Video. Ich würde sagen, wir verlieren keine Zeit, legen sofort los. Let's go! Ja, dann machen wir den Karton mal auf. Der Paraglider ist hier sehr unscheinbar verpackt. Da haben wir als allererstes ein paar Luftpolsterkissen für den sicheren Transport. Die kommen erstmal weg. Dann haben wir als allererstes das Ladegerät. In diesem Fall ein IMAX RC B3 Pro 2-3S LiPo-Ladegerät mit den beiden Balanceranschlüssen hier vorne und dem Stromanschluss und natürlich auch einem dazugehörigen Netzkabel. Allerdings hier leider kein EU-Stecker. Dann haben wir dank RTF auch wieder eine 2,4 GHz Fernsteuerung mit dabei. Die zeige ich euch gleich natürlich nochmal etwas genauer. Und passend dazu noch eine Nackengurt. Dann holen wir mal den Paraglider aus dem Karton. Hier befindet sich nämlich in der Gleitschirmtasche noch eine Tüte mit ein paar Ersatzteilen und auch noch einen Ersatz-Dreiblatt-Propeller. Dann haben wir natürlich den Paraglider selber mit den ganzen Anlenkschnüren und hier dran befindet sich dann noch der LiPo-Akku, und zwar ein 3S 2200 mAh LiPo. Und hier in dem gelben Beutel befindet sich noch der Paragliding-Schirm, den lassen wir aber jetzt erstmal noch eingepackt. Der Rahmen des Paragliders besteht hier komplett aus zusammengesteckten 2 mm Kunststoffplatten, die in der Mitte und auf der Unterseite noch mit insgesamt 4 Metallverstrebungen verschraubt sind. Auch die beiden Arme bestehen hier aus 2 mm Kunststoff und sind an jeweils einem Servo angeschraubt, womit man dann die Lenkbewegung des Paragliders ausführen kann. Angetrieben wird der Paraglider von einem Brushless-Motor und einem Dreiblatt-Propeller auf der Hinterseite. Um den Propeller herum haben wir noch einen Schutzring, damit der Propeller bei Bodenkontakt nicht direkt den Boden berühren kann. Auf der Innenseite haben wir noch den Brushless-Regler und einen Microzone MC7RE 7-Kanalempfänger verbaut. Vorne haben wir noch die Akkuaufnahme mit einem LiPo-Strap. Hier können wir den LiPo-Akku einfach reinlegen, mit dem Strap sichern und dann mit dem XC60-Anschluss verbinden. Und die ganzen Steuer- und Verbindungsschnüre für den Schirm sind hier auch schon alle richtig montiert und man muss sich darum nicht mehr kümmern. Der Schirm selber hat eine schöne knallig gelbe Farbe, der außen etwas farblich abgesetzt ist, und wir haben eine Schirmspannweite von ca. 1,50 Meter. Wir haben hier wieder eine ganz einfache 2,4 GHz Kunststofffernsteuerung mit dabei, hier in einem hellgrau. Diese sendet sogar im Protokoll SFHSS. Die Knüppelaggregate bestehen hier wieder komplett aus Kunststoff und die Steuerknüppel sind aus Aluminium. In der Mitte haben wir den Powerknopf. Wenn wir den länger drücken, geht die Fernsteuerung an. Darüber haben wir noch eine kleine Aufhängeöse für eine Nackengurt. Und hier oben haben wir noch zwei kleine Status-LEDs. Hier unten haben wir noch ein paar Einstellmöglichkeiten, um zum Beispiel die Kanäle umzukehren. Hier müssen wir für den Paraglider aber nichts umstellen, beziehungsweise man soll hier alles so belassen, wie es eingestellt ist. Um die Knüppelaggregate haben wir auch hier wieder die Trimmknöpfe zum Nachtrimmen der einzelnen Kanäle. Dann haben wir hier noch insgesamt 4 Schalter, wobei für den Paraglider nur der Schalter hier oben links auf der Schulterseite eine Funktion hat. Das ist nämlich ein 2-Stufen-Schalter und hier können wir den Servoausschlag auf niedrige und hohe Stufe stellen. Das heißt, ist der Schalter nach hinten geschaltet, haben wir weniger Lenkwirkung beim Steuern, und wenn der Schalter zu uns nach oben geschaltet ist, haben wir dementsprechend mehr Ausschlag und können stärker um die Kurve fliegen. Die anderen 3 Schalter haben hier wie gesagt keine Funktion. Auf der Oberseite befindet sich noch die 2,4 GHz Antenne. Auf der Seite haben wir noch einen DC-Anschluss, der aber nicht zum Laden geeignet ist, sondern nur für einen Simulator. Auf der Rückseite haben wir noch das Batteriefach. Hier passen 4 AA-Batterien rein oder alternativ können wir hier auch noch einen 2S LiPo anschließen. Daneben haben wir noch einen Audiostecker und oben auf der Hinterseite haben wir noch einen Griff zum Festhalten der Fernsteuerung und auf dem Boden haben wir noch 2 Standfüße. Damit können wir die Fernsteuerung dann noch hinstellen.
Am Ende natürlich auch hier ein kurzes Fazit. Der Paraglider ist ein richtig schönes, cooles Spaßmodell für schöne Feierabendflüge, aber man kann damit auch richtig Kunststücke und Loopings fliegen. Man sollte es allerdings nicht zu tief machen, so wie ich, dann kann das auch mal schnell in die Hose gehen. Aber das Grundgerüst vom Paraglider ist schon relativ stabil und hält auch einiges aus. Auch ich habe ihn ein-, zweimal beim Starten auf den Boden knallen lassen. Das hat zwar der Propeller nicht ganz heile überstanden, aber am Rahmen ist nichts gebrochen. Und wenn doch mal was brechen sollte, gibt es natürlich auch noch Ersatzteile im Set mit dazu. Das Starten muss man vielleicht anfangs etwas üben, dass man ihn auch eher sanft loslässt und nicht einfach wegwirft, ohne dass der Schirm richtig mit Luft gefüllt ist. Aber ansonsten lässt er sich auch eigentlich ganz gut starten, wenn man das einmal raus hat. Wirklich aufpassen muss man allerdings mit den Fingern, dass man nicht in den laufenden Propeller gerät. Das könnte echt böse Folgen haben. Das finde ich ist auch mit dem größten Nachteil an dem Paraglider bzw. an der Fernsteuerung, dass es hier keinen Motorausschalter gibt. Denn auch beim Hantieren muss man höllisch aufpassen, wenn der Akku eingesteckt ist, dass man ja nicht den Motor versehentlich anschaltet, wenn man seine Finger hier in dem Schutzring hat. Und denkt natürlich dran, wenn ihr mal den Propeller wechseln wollt, hier ist ein Linksgewinde drauf, also beim Abdrehen der Mutter müsst ihr sie dann rechts rumdrehen. Das Flugverhalten von dem doch schon eher kleinen Paraglider ist schon echt gut für die Größe. Man muss aber schon etwas feinfühliger steuern, wenn man einen schönen gleichmäßigen Flug machen möchte, ohne große Wackelei. Trotzdem sollte man die Steuerausschläge hier auf Stufe 2 stellen, denn in Stufe 1 ist er schon sehr träge. Man kann die Lenkung aber auch noch verstärken, indem man nicht nur den Stick nach rechts oder links bewegt, sondern auch gleichzeitig etwas nach unten zieht. Und zum Steigen müsst ihr natürlich einfach nur den Gasknüppel nach vorne schieben, dann geht der Paraglider nach oben und geht man vom Gas zurück oder macht den Motor ganz aus, dann gleitet der Schirm natürlich auch weiter und geht langsam runter, halt so wie ein ganz normaler Paraglider. Richtig schöne und ruhige Flüge bekommt man auch zusätzlich am besten hin, wenn kein Wind ist, denn im Wind tänzelt er schon ab und zu mal eher unschön hin und her, genauso wenn man zu viel Gas gibt oder auch zu stark lenkt, das sieht einfach dann nicht so schön aus. Alles in allem aber ein richtig cooles Teil, ist doch mal was anderes als ein Heli oder ein Flugzeug und es macht auch wirklich Spaß damit zu fliegen. Und das Schöne ist ja auch, dass wir hier ein RTF-Set haben, das heißt, ihr müsst nichts mehr zusammenbauen oder den Schirm verschnüren. Das ist alles schon werkseitig richtig hier eingestellt gewesen. Was hier auch ganz gut ist, dass der Sender anfängt zu piepen, wenn der Akku am Paraglider zur Neige geht. Das heißt, ihr bekommt rechtzeitig mit, wenn ihr landen müsst und könnt somit den Akku nicht tiefenentladen. Ich würde sagen, das war's jetzt wieder für heute. Link und Rabattcode stehen natürlich wieder unten in der Videobeschreibung. Ihr wisst ja, lasst mir gerne ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Lasst mich gerne mal eure Meinung zu dem Paraglider in den Kommentaren wissen. Abo und Glocke natürlich nicht vergessen. Und dann sage ich danke fürs Zusehen und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dann, euer Chrissy. Ciao.